Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute sind wir bei Tag 67 Teil 1 angekommen. Wir bleiben im Level B1 und erweitern unseren Wortschatz täglich um 15 neue Begriffe. Damit wir gemeinsam das Ziel von 3000 Wörtern erreichen. Genau. Auch heute gehört wieder ein extra Fragevideo zu dieser Lektion. In diesem zweiten Teil stellen wir euch Fragen zur Mini-Story und ihr bekommt dann ein paar Sekunden Zeit, laut zu antworten. Und direkt danach hört ihr die richtige Lösung. Das ist wirklich ein sehr gutes Training für spontanes Sprechen. Absolut. Denkt außerdem daran, regelmäßig mit der Shadowing-Methode zu üben. Also stoppt das Video nach jedem Satz, sprecht ihn laut nach und achtet dabei auf Betonung und Aussprache. Ja, das stärkt eure Sprachgewohnheiten wirklich enorm. Unser heutiges Thema lautet Politik und Gesellschaft. Ein großes, aber sehr wichtiges Thema. Das hilft euch, Nachrichten besser zu verstehen, Diskussionen zu folgen und wichtige Alltagsthemen einfach klarer zu kommunizieren. Absolut. Das sind Begriffe, die einem ständig begegnen. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, denn dort gibt es wieder unsere kurze Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Wort an, oder? Ja, lass uns loslegen. Es ist ein sehr wichtiges Substantiv. Genau. Unser erstes Wort heute ist das Gesetz. Auf Englisch ist das Law. Richtig, Law. Also, ein Gesetz ist eine offizielle, vom Staat festgesetzte Regel, an die sich alle Menschen im Land halten müssen. Es ist sozusagen das Fundament für Ordnung in einer Gesellschaft. Ganz genau. Man kann es sich wie die Spielregeln für das Zusammenleben vorstellen. Ohne Gesetze gäbe es ja Chaos. Stimmt. Und wer macht diese Gesetze? Dafür haben wir, glaube ich, einen guten Beispielsatz. Ja, der lautet: Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen. Das Parlament ist also die Institution, wo die Politiker die Regeln machen. Und diese Gesetze sind ja die Basis für eine bestimmte Staatsform. Das führt uns eigentlich direkt zum nächsten Wort. Du meinst bestimmt die Demokratie. Genau. Auf Englisch Democracy. Die Demokratie ist eine Herrschaftsform, bei der die Macht und die Entscheidungen vom Volk ausgehen. Richtig. Der Kerngedanke ist ja, dass die Bürger mitbestimmen können. Meistens durch Wahlen, aber es geht auch um mehr. Es geht auch darum, sich einbringen zu können. Und das bringt uns zu einem ganz zentralen Recht in einer Demokratie. Welches wäre? Naja, in unserem Beispielsatz wird es ganz klar. In einer Demokratie darf jeder seine Meinung sagen. Ah, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Da hast du das nächste Stichwort schon genannt. Lass uns über die Meinung sprechen. Sehr gerne. Die Meinung, auf Englisch Opinion. Eine Meinung ist eine persönliche Ansicht, eine Einstellung oder Überzeugung zu einem Thema. Wichtig ist dabei, dass sie subjektiv ist, oder? Sie basiert auf persönlichen Erfahrungen, auf Werten. Absolut. Zwei Leute können dieselben Fakten sehen und trotzdem zu ganz unterschiedlichen Meinungen kommen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man sollte die des anderen respektieren. Genau. Und um höflich Widerspruch auszudrücken, ist unser Beispielsatz sehr nützlich. Ich habe eine andere Meinung zu diesem Thema. Ein sehr diplomatischer Satz. Und wer ist es jetzt, der in einer Demokratie eine Meinung hat und wählen darf? Das ist der Bürger oder die Bürgerin. Auf Englisch Citizen. Ein Bürger ist also ein Einwohner eines Staates, der bestimmte Rechte, aber auch Pflichten hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Man hat also nicht nur Rechte, wie das Wahlrecht, Sondern auch eine Verantwortung für die Gemeinschaft. Zum Beispiel die Pflicht, Steuern zu zahlen. verstehe. Und der Beispielsatz unterstreicht eines der wichtigsten Rechte, richtig. Ja, jeder Bürger hat das Recht zu wählen. Okay, und wenn sich jetzt viele Bürger mit ähnlichen Zielen zusammentun, um diese gemeinsam durchzusetzen, was gründen sie dann oft? Dann gründen sie eine Organisation. Und diese nennt man die Partei. Auf Englisch Political Party. Genau. Eine Partei ist also eine politische Gruppe mit gemeinsamen Zielen, die versucht, durch Wahlen an die Regierung zu kommen. In Deutschland haben wir ein Mehrparteiensystem, also viele verschiedene Parteien im Parlament. Haben wir die Substantive geschafft. Kommen wir mal zu den Verben, die beschreiben, was die Bürger und Parteien so tun. Ein sehr aktives Verb ist fordern. Auf Englisch to demand. Und die Perfektform? Die lautet hat gefordert. Wenn man etwas fordert, verlangt man es sehr bestimmt. Das ist viel stärker als nur wünschen. Man ist also überzeugt, dass es einem zusteht. Das hört man oft im Zusammenhang mit Demonstrationen. Genau.
Unser Satz ist ein gutes Beispiel dafür. Die Demonstranten fordern mehr Geld für Bildung. Sie bitten nicht nur, sie verlangen es. Man kann aber nicht nur fordern. Man kann ja auch helfen, also das Gegenteil sozusagen. Stimmt, man kann etwas unterstützen. Auf Englisch to support. Die Perfektform ist hat unterstützt. Richtig. Jemanden oder etwas zu unterstützen bedeutet ihm zu helfen oder seine Zustimmung ausdrücken. Das kann ja ganz verschieden aussehen, oder? Finanziell, mit Arbeitskraft oder einfach nur ideell. Ja, es ist eine positive, helfende Handlung. Unser Beispielsatz zeigt eine Anwendung. Wir unterstützen dieses soziale Projekt. Und was macht man, wenn man mit einer Entscheidung gar nicht einverstanden ist und das auch zeigen will? Dann kann man protestieren. Das englische Wort ist fast identisch. To protest. Und im Perfekt? Hat protestiert. Zu protestieren heißt, öffentlich seinen Widerspruch zu zeigen. Meistens durch Demonstrationen auf der Straße, aber es gibt auch andere Wege, wie Streiks zum Beispiel. Genau. Und es ist ein wichtiges Grundrecht. Unser Beispielsatz ist da sehr aktuell. Viele Menschen protestieren gegen die hohen Preise. Ein weiteres Verb, das gut in die Politik passt, beschreibt die Aufgabe von Abgeordneten. Sie sollen die Bürger ja Vertreten. Auf Englisch to represent. Und die Perfektform ist hat vertreten. jemanden zu vertreten, bedeutet in seinem Namen und in seinem Interesse zu handeln. Richtig, das ist das Kernprinzip unserer repräsentativen Demokratie. Wir wählen Politiker, damit sie unsere Interessen im Parlament vertreten. Gut erklärt. Der Beispielsatz bringt das auf den Punkt für die lokale Politik. Genau, er vertritt die Interessen der Bürger im Stadtrat. Okay, und wenn man sich nicht nur vertreten lässt, sondern selbst etwas tun möchte für ein Thema, das einem wichtig ist. Dann kann man sich engagieren. Achtung, das ist ein reflexives Verb. Aha, to get involved auf Englisch vielleicht. Sich zu engagieren bedeutet, dass man aktiv seine Zeit und Energie in eine Sache investiert. Oft ehrenamtlich, also ohne Bezahlung. Meistens ja, weil einem die Sache wichtig ist. Unser Beispielsatz zeigt ein typisches Beispiel. Sie engagiert sich in ihrer Freizeit für den Umweltschutz. Wunderbar, das waren die Verben. Machen wir weiter mit den Adjektiven. Das erste Wort kennen wir quasi schon. Du meinst demokratisch? Genau. Auf Englisch democratic. Dieses Adjektiv beschreibt alles, was den Prinzipien der Demokratie entspricht. Also wenn Entscheidungen zum Beispiel durch Abstimmungen getroffen werden? Richtig. Es steht für Fairness und Mitbestimmung. Im Beispielsatz sehen wir, wie es verwendet wird. Wir müssen eine demokratische Lösung finden. Also eine Lösung, die von der Mehrheit akzeptiert wird. Und bei der alle gehört wurden. Genau. Wenn ein Thema jetzt nicht nur eine kleine Gruppe betrifft, sondern alle Menschen, dann ist es ein Gesellschaftliches Thema. Das Adjektiv ist gesellschaftlich. Auf Englisch social oder societal. also alles, was die Gesellschaft als Ganzes betrifft? Ja, das sind oft die großen, komplexen Themen. Klimawandel, Armut, solche Dinge. Das sind ja keine privaten Probleme, sondern Herausforderungen für uns alle. Eben. Und unser Beispielsatz benennt eines dieser großen Themen. Armut ist ein großes gesellschaftliches Problem. Bei solchen Problemen stellt sich dann natürlich immer die Frage, wer die Zuständigkeit hat. Wer ist also Verantwortlich. Auf Englisch responsible. Wenn man für etwas verantwortlich ist man zuständig und muss die Folgen tragen. im Guten wie im Schlechten? Genau. Und in der Politik sucht man oft nach den Verantwortlichen. Die Frage im Beispielsatz hört man deshalb sehr oft, wenn etwas schiefgelaufen ist. Welche? Wer ist für diesen Fehler verantwortlich? Ah ja. Ein sehr wichtiger Wert in einer Demokratie ist ja auch, dass bestimmte Institutionen nicht von der Regierung kontrolliert werden dürfen. Sie müssen, Unabhängig sein. auf Englisch, independent. Unabhängig zu sein bedeutet also, frei von äußerem Einfluss zu sein. Genau. Besonders wichtig ist das für Gerichte und die Medien. Journalisten müssen frei berichten können, ohne Angst vor der Regierung. Stimmt. Sonst ist die Demokratie in Gefahr. Ein klares Prinzip. Der Beispielsatz formuliert diesen Anspruch. Die Presse sollte unabhängig von der Regierung sein. Sehr gut. Kommen wir zum letzten Wort für heute. Es beschreibt etwas, das gegen ein Gesetz verstößt. Das ist dann illegal. Auf Englisch illegal. Die Bedeutung ist also klar, es ist gesetzlich verboten. Richtig. Das Gegenteil ist legal.
Und wenn man etwas Illegales tut, muss man mit einer Strafe rechnen. Klar. Ein ganz alltägliches Beispiel, das viele kennen. Es ist illegal, hier ohne Erlaubnis zu parken. Das waren unsere 15 Wörter. Ein wirklich nützlicher Wortschatz, finde ich. Finde ich auch. Und wenn euch unsere täglichen Lernfolgen helfen, dann unterstützt uns gerne mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Ja, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und motiviert uns natürlich auch weiterzumachen. Genau. So, und jetzt kommt, wie versprochen, unsere Mini-Story. Stellt euch vor, Jonas und Elif sitzen in einem Café und diskutieren. Jonas ist ziemlich verärgert, weil die Stadt ein neues Gesetz beschlossen hat. Das Parken in seiner Straße wird dadurch viel teurer. Er wirklich gefragt wurde. Er fragt sich, welche Partei dafür eigentlich verantwortlich ist. Er hält das Vorgehen sogar fast schon für illegal, weil es so plötzlich kam. 11 erklärt dann, dass der gewählte Stadtrat ja die Bürgerinnen und Bürger vertreten soll. Sie meint, anstatt nur zu protestieren, könnten sie sich ja auch aktiv einsetzen. Sie hat nämlich von einer Initiative gehört, die sich für faire Parkgebühren engagiert. Jonas ist da erstmal skeptisch. Ist diese Initiative wirklich unabhängig von der Stadtpolitik? Aber Elif glaubt schon. Sie schlägt vor, dass sie diese Gruppe unterstützen könnten, weil die ja die Interessen der Anwohner gut vertritt. Stimmt, denn diese Initiative fordert eine offizielle Überprüfung der neuen Regelung. Und am Ende findet Jonas die Idee gut. Er erkennt, dass das ein wichtiges gesellschaftliches Thema in ihrem Viertel ist. Und was machen Sie dann? Sie beschließen, zum nächsten Treffen der Initiative zu gehen. Eine tolle Geschichte, um die Wörter mal im Kontext zu sehen. Und jetzt seid ihr dran. Genau. Schreibt doch mal eure eigenen Beispielsätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Auf jeden Fall. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und drückt den Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Und morgen, da beschäftigen wir uns mit dem Thema Technik im Alltag. Oh, auch ein sehr spannendes Thema. Absolut. Also schaut unbedingt wieder vorbei. Bis morgen. Tschüss.